Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Beim letzten Mal Radlader habe ich dann ja abgebrochen, weil mir diese beiden Steine fehlten oder noch zwei davon. Zwei sind ja schon drin, jetzt sind es dann insgesamt irgendwann mal 4. Ich habe sie hier schon rausgeholt, sie hängen schon in der Ladestation. Es gibt nichts zu erzählen, weil ich ja hier noch nichts gebaut habe und da das Review mittendrin ist und ich alles andere ja auch schon irgendwo erzählt habe, also viel erzählt habe, erzähle ich jetzt mal, denke ich mal, so irgendwie, ne? Erzähle ich mal nichts, sondern wir fangen direkt an zu bauen. ...563 Bauschritte später, nee, nicht später, insgesamt 563 Bauschritten. Nach 563 Bauschritten, das ist heute alles wirklich sehr, sehr schwer für mich, gebe ich ja zu. Aber ich bin immerhin in der dritten PDF angekommen. Ich drehe den ganzen Lulatsch mal um.
der mittlerweile ein stolzes Gewicht hat. Hier habe ich was vergessen anzubauen, sehe ich mal gerade. Wo gehörst du hin? Hier ist alles, hier ist alles. Irgendwo habe ich vergessen, was anzubauen. Schaue ich gleich nach, ich weiß ja, wofür es ist. Und ihr seht, dass in Sachen Rädern jetzt schon vieles passiert ist. Bis hierhin ist es nach wie vor noch ein Cabriolet, will heißen, die Kabine fehlt komplett. Aber es ist wirklich mittlerweile phänomenal, was hier größentechnisch passiert ist. Hier ist ja so mein kleiner Richtwert. Das ist nicht mal mehr Minifigurenmaßstab, würde ich mal so sagen. Also das ist riesig, was hier steht. Wirklich riesig. Und weswegen ich jetzt im Grunde genommen hier bin, jetzt geh du mal hier zur Seite, so. Es ist also wirklich, es wird nicht mehr Platz hier, es wird irgendwie immer weniger Platz. Jetzt kommt das Ganze, wo ich schon lange mit Spannung auch ehrlich gesagt darauf warte. Jetzt kommen die Räder. Und ich habe so einen ganz kleinen Blick nach vorne riskiert. Und ja, ich kann euch das mal ganz schnell zeigen. Ich meine, die meisten werden wissen, was für eine Größenordnung da jetzt eventuell auf das Ganze zukommt. Wenn ich jetzt mal die 4 hier nehme, muss ich hier mal schlechte Vorbereitung, ganz schlechte Vorbereitung. Ich mache das jetzt auch nur mal eben schnell ein wenig provisorisch, denn nachher wird es ja dann alles richtig gemacht. Nur für die, die das noch nicht kennen, weil sie mit Technik vielleicht nicht allzu viel am Hut haben. Bis hierhin, wer weiß, es kann sich dann ja auch einiges ändern. Vielleicht kommt man ja durch so ein Modell auch auf den Geschmack und möchte mal Technik bauen. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß, so. Muss dann der noch hin. Es ist jetzt alles nichts wirklich, aber das hier wird ein Rad. Wo ist mein maßgebendes Männchen? Das hat so ein bisschen was von Stargate, würde ich sagen. Also man kann durchlaufen, fehlen nur so ein paar Symbole. Also das wird dann doch was Großes, was da jetzt dran kommt. Das Ganze 4-mal. Ich bin gespannt, wie lange ich damit jetzt beschäftigt bin. Und damit es nicht allzu lange dauert, würde ich sagen, ich räume jetzt hier mal den Platz frei, stürze mich auf die Reifen und dann können wir ja mal gucken, wie es aussieht, wenn die fertig sind.
in den letzten Bauschritten habe ich Reifen geklöppelt. Ein so ein Reifen bis hierhin, und das ist noch nicht der ganze Reifen, da wird noch ein bisschen was passieren. Naja, circa 4000 Teile. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich zeige euch das Ganze mal. Also man macht dieses einzelne, naja, es ist ja quasi schon wirklich ein Kettenglied. Dieses braucht man pro Rad ganze 8 Mal. Daraus lässt sich dann diese schöne, gemütliche, lange Schlange formen. Also quasi, es bleibt dabei, es ist und bleibt eine Kette. Und dann wird es auf die Felge gezogen. Also es ist also wirklich super durchdacht, kann man gar nicht anders sagen. Ich fixiere mir das Ganze dann immer sofort schon mal mit den Gummis. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, bis man an den Punkt gekommen ist, wo ich jetzt hier gerade bin und mit euch zusammen hier mal so ein Rad bauen kann, da kann man gefühlt die Herr der Ringe Trilogie gucken. Das ist also auch jetzt nicht unbedingt spannend, das muss man ganz klar sagen. Es ist spannend zu sehen, was der Designer sich hier ausgedacht hat. Ja, das will ich jetzt überhaupt nicht abstreiten. Aber der eigentliche Bau dieser Räder, das ist jetzt also nichts, es ist abendfüllend, ja, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, yeah, und das ist so eine Arbeit, das hat so viel Spaß gemacht, ich zerlege die Dinger und mache das nochmal. Es ist dann wirklich schon sehr, sehr mühselig und ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass das beim Designer daheim dann wohl auch irgendwie eine gemütliche Abendvorstellung der gesamten Familie gewesen ist. Ich weiß nicht, ob sie da freiwillig geholfen haben oder ob die da zwangsverpflichtet wurden. Das habe ich vergessen zu hinterfragen. Aber trotz alledem, das ist also wirklich eine Wucht, wie diese Räder hier gebaut werden. Es ist sehr, sehr mühselig, das Ganze zusammenzubauen. Ja, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich denke mal, das kann sich auch jeder vorstellen. Was man hier zwischendurch immer kriegt, es ist auch immer so eine, naja, es ist jetzt nicht unbedingt eine Glaubensfrage, aber es ist immer so eine Sache, das spaltet auch immer teilweise ganze Freundschaften. Isst man lieber Lakritz oder isst man lieber Weingummi? Ich habe hier beim Bau mehr als einmal Appetit auf Lakritz bekommen. Fragt mich bitte nicht, warum. So, und wenn man dann diese Kette aufgezogen hat, dann muss man im Prinzip ja eigentlich nur noch sehen, dass man die ganzen Löcher hier mit den Gummis soweit gefüllt bekommt, damit das Ganze dann eine, im wahrsten Sinne des Wortes, runde Angelegenheit wird. Also man braucht wirklich, ihr habt das im Speedbild gesehen, diese Dose hier, die ist voll gewesen. Und da ist wirklich mittlerweile so weit, dass ich denke, es kann nicht mehr viel sein. Ich habe ja kaum noch welche. Auch wenn das hier nochmal in die Hunderte gehen dürfte, was hier drin liegt. Ist sonst noch irgendwas passiert? Ja, es ist mittlerweile was passiert und man kann das, denke ich mal, mittlerweile auch wirklich feiern. Es gab ein Fehlteil. Eins, muss ich gleich mit dabei sagen. Es gab ein Fehlteil. Ich konnte es glücklicherweise kompensieren, indem ich so ein bisschen was umgebaut habe in dem Radlader, was der Designer sich so anders oder so eigentlich nicht ausgedacht hatte, aber die Not machte es bei mir erfinderisch. Mir fehlte genau dieses Teil einmal. Und jetzt habe ich es einmal übrig. Ich konnte das aber mit ganz normalen Steinen kompensieren. Das war also nicht das große Problem. Und wenn es dabei bleibt, ich weiß nicht, worüber wollen wir meckern, über 12.000 Teile und dann gab es ein Fehlteil, also selbst bis jetzt ein Fehlteil. Es ist immer wieder ärgerlich, gerade wenn man nicht so einen großen Pool daheim hat. Ich weiß, viele haben das nicht. Die haben 2, 3 Steinchen irgendwo durch einen dummen Zufall in der Ecke liegen, aber die haben keine großen Kisten, wo sie sich draus bedienen können. Da ist jedes einzelne Fehlteil ein extrem großes Ärgernis. Ich konnte es zum Glück kompensieren. Also das ist auf jeden Fall passiert. Und was ist noch passiert? Passiert ist, dass ich gute 5 Stunden rückwärts bauen musste. Sehr, sehr peinlich, aber es ist so gewesen. Kann man ja auch mal zu stehen. Ich habe dieses Teil, habe ich jetzt gar nicht hier. Ihr kennt ja diese Drehgrenze. Benutzt man liebend gerne für Bagger und für Raupen und Kräne und was weiß ich nicht was alles.
Die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Und als ich angefangen bin, hier diesen Radlader zu bauen, habe auch ich mir meine beiden Drehkränze genommen und habe ganz stolz das Heck damit gebaut. Naja, jetzt ging es um den Radantrieb und dann habe ich festgestellt, es ist dumm gelaufen, aber die Drehkränze, die fürs Fahren vorgesehen sind, habe ich in die Hinterachse gebaut. Und somit hatte ich zwei Drehkränze. Es ist auch wirklich so blöde, dass ich wirklich exakt die zwei falsch genommen habe, die ich für den Antrieb gebraucht hätte, dass ich die in die Federung gebaut habe. Das heißt, Ratze, Katze, alles nochmal wieder zurückbauen. Ich musste ja jetzt irgendwie an die Drehung kommen, an die Drehgelenke, an die Drehteller. Es war jetzt für mich, Drehkränze, es war jetzt für mich die Frage, bestelle ich sie mir und verzichte darauf zurückzubauen oder baue ich zurück? Und dann habe ich überlegt, naja gut, sie kosten nicht die Welt im Vergleich zur Arbeit, aber sie sind lange unterwegs. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt, es hat zwischenzeitlich sehr, sehr viel geschneit und auch bei uns. Wir kommen hier also kaum noch durch den Schnee, Post kommt gar nicht mehr. Also zurückbauen, den ganzen Nachmittag weg, 50 Mal selbst in den Arsch gebissen, das muss verdammt gut ausgesehen haben. Ich habe die Kamera dabei natürlich nicht angehabt, aber ich konnte alles zurückbauen. Ich konnte alles wieder auch irgendwo einbauen und jetzt bin ich auf der richtigen Seite. Alle Drehkränze sind da, wo sie hingehören. Es gibt jetzt auch keine mehr und von daher kann mir dieser Fehler nicht nochmal passieren. So, ich denke mal, ich habe jetzt hier wirklich genug geschwafelt, habe euch mal gezeigt, wie aus diesem Paar Gummien, also hier liegt hier wirklich so eine kleine Versuchsstrecke, jede Menge 8 Achsen, so fing das Ganze an. So sieht es jetzt aus. Es ist noch lange nicht am Radlader, logisch. Aber das hier waren jetzt so viele Stunden Arbeit. Ich werde den jetzt noch ganz gemütlich für mich zusammenbauen. Aber das Video, das machen wir jetzt mal. Schluss für heute. Es ist sehr, sehr viel Zeit ins Land gegangen. Ich denke mal, dann haben wir jetzt noch ein Video vor uns, wo die letzten Teile für Schaufel und für die Kabine verschwinden. Und dann kommt ja wirklich das, was wir alle wissen wollen. Funktioniert das Ganze? Wird das hier nicht nur die Premiere der extrem wenigen Fehlteile, sondern wird das hier auch die Premiere des ersten aus China gemockten Steinen, so muss ich es jetzt mal so sagen. Es ist ja schon ein Mock, aber China hat es ja aus ihren eigenen Steinen dann auch nochmal zum Teil anders zusammengestellt. Ist das erste Set, was funktioniert? Ich bin mächtig gespannt. Ich habe noch nicht alles im Zusammenhang getestet. Das machen wir ganz zum Schluss selber. Ich werde jede einzelne Funktion sicherlich noch einmal testen, weil ich ja auch meine Fernbedienung noch programmieren muss. Aber das große Ganze, den großen Funktionstest, den machen wir zusammen und auf den bin ich mächtig, aber auch wirklich mächtig gespannt. So, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr dieses Video gerade schaut. Vielen Dank, dass ihr dieses Video schaut und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne den Daumen nach oben benutzen. Hat es euch nicht gefallen, dann dürft ihr auch den Daumen nach unten benutzen, logischerweise. Schreibt es mir in die Kommentare. Gefällt euch dieses Set? Ist das was ihr euch sofort zulegen würdet? Oder sagt ihr, nee, das ist mir eine Nummer zu groß. Ich genieße lieber, dass ich sehe, wie jemand anders sich damit rumplagt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen. Alles andere, denke ich mal, habe ich gesagt. Und somit bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zu meinem nächsten Video. Bleibt bitte gesund. Danke.